Hallo und herzlich willkommen zurück zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Heute stellen wir uns die Frage, wie viel die Deutschen eigentlich verdienen. Nach dem Intro erfährst du es. Also, wie viel verdienen die Deutschen jetzt? Das ist eine sehr interessante Frage und sie ist nicht so leicht zu beantworten, weil sie natürlich sehr allgemein ist und die Menschen natürlich unterschiedlich hohe Löhne haben. Aber wir schauen uns mal einige interessante Aspekte zu dieser Frage an. In Deutschland gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn. Das bedeutet, dass jeder Arbeitnehmer mindestens einen bestimmten Betrag pro Stunde verdienen muss. Wichtig, verdienen muss. Es ist gesetzlich vorgeschrieben. Im Jahr 2024, also seit diesem Jahr, liegt der Mindestlohn bei 12,41 €. Dieser Mindestlohn gilt für alle Berufe, egal ob man zum Beispiel in einem Büro arbeitet oder ob man im Supermarkt oder in einer Fabrik arbeitet. Er ist gesetzlich für alle festgeschrieben. Der Mindestlohn soll sicherstellen, dass jeder, der arbeitet, genug Geld zum Leben hat. Trotzdem kann es natürlich Ausnahmen geben. Ausnahmen wie zum Beispiel für Auszubildende, übrigens auch Azubis genannt, oder Praktikanten, die oft weniger verdienen, als eben dieser Mindestlohn ist. Ihr seht, es gibt also Ausnahmen. Der Mindestlohn wird regelmäßig von der Regierung überprüft, ob er noch akkurat ist, ob er noch passt. Und gegebenenfalls wird er von der Regierung dann auch angepasst, also zum Beispiel erhöht. In den letzten Jahren hat sich der Mindestlohn immer mal wieder ein wenig erhöht. Das ist wichtig, denn der Mindestlohn muss natürlich der Inflation und den neuen Lebenshaltungskosten angepasst werden. Lebenshaltungskosten, also zum Beispiel deine Miete, wie teuer die Lebensmittel sind, wie teuer der Strom ist und so weiter. Wie viel man in Deutschland letztendlich verdient, hängt davon ab, in welchem Beruf man arbeitet und in welcher Region man arbeitet. Auch das ist ein entscheidender Punkt bei der Höhe deines Gehalts. Berufe, die eine lange Ausbildung erfordern, sind meistens besser bezahlt als solche, die eine kürzere Ausbildung erfordern. Ein Arzt oder ein Ingenieur zum Beispiel verdient in der Regel mehr als ein Verkäufer oder eine Pflegekraft. Das liegt allein schon an der Ausbildungslänge. Im Durchschnitt verdienen Arbeitnehmer in Deutschland etwa 4.100 € brutto im Monat. Brutto, das heißt vor der Steuer und vor anderen Abzügen. Nach der Steuer ist auch ein wichtiges Wort, das bedeutet netto. Es gibt also einen Bruttolohn, das was du vor der Steuer verdienst, und es gibt einen Nettolohn, das ist die Summe, die du nach Abzug aller Steuern erhältst. Es gibt auch große Unterschiede zwischen den Branchen. In der IT-Branche oder im Finanzwesen sind die Gehälter oft höher, während im Einzelhandel, also zum Beispiel im Verkauf, oder in der Gastronomie
die Löhne meist niedriger sein können. Wir haben schon die regionalen Unterschiede angesprochen. Und das ist sehr interessant. In Deutschland gibt es nämlich Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Auch hier gibt es Unterschiede beim Lohn, je nachdem, ob du im Westen oder ob du im Osten von Deutschland arbeitest. In Deutschland verdienen Männer im Durchschnitt mehr als Frauen. Dieser Unterschied wird als Gender Pay Gap bezeichnet. Ein Grund dafür ist, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten oder in Berufen, die schlechter bezahlt sind. Auch übernehmen Frauen oft mehr Aufgaben in der Familie, was dazu führt, dass sie weniger Zeit für ihre Karriere haben. Die Regierung und viele Unternehmen in Deutschland versuchen diesen Unterschied zu verringern. Es gibt zum Beispiel Programme, die Frauen unterstützen, sich weiterzubilden oder in Führungspositionen aufzusteigen, also zum Beispiel in eine Managerposition. Trotzdem bleibt der Unterschied in den Gehältern ein wichtiges Thema in der deutschen Gesellschaft. Es gibt hier noch viel Grund zu diskutieren und zu debattieren, was die beste Lösung ist. Wenn man in Deutschland arbeitet, muss man natürlich Steuern und Abgaben bezahlen. Diese werden direkt vom Bruttogehalt abgezogen. Du musst also nichts machen, es passiert automatisch. Zumindest, wenn du für eine Firma arbeitest, also angestellt bist. Zu den Abzügen gehören die Einkommenssteuer, also die Steuer auf dein Gehalt, die Rentenversicherung, die Krankenversicherung und auch andere Sozialabgaben, wie zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung. Wenn du zum Beispiel deinen Job verlierst, dann kannst du Gebrauch von der Arbeitslosenversicherung machen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, am Ende bleibt dann das Nettogehalt übrig, nach allen Abzügen. Das ist das Geld, das man dann tatsächlich verdient, weil ja, das Bruttogehalt ist natürlich noch nicht aussagekräftig. Das Nettogehalt ist das eigentlich Wichtige, denn das ist das, was du am Ende des Monats auf deinem Konto hast. Wie viel Steuern man zahlt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Steuerklasse. In Deutschland gibt es verschiedene Steuerklassen. Steuerklasse 1, da sind die Steuerabgaben höher als zum Beispiel in der Steuerklasse 4. In welcher Steuerklasse man ist, hängt auch wieder von deiner Lebenssituation ab und wie viel du verdienst. In der Regel, also ungefähr, beträgt der Unterschied zwischen Bruttogehalt, das Gehalt vor der Steuer, vor den Abgaben, und dem Nettogehalt etwa 20-40%. Das ist eine ungefähre Angabe. Man kann es nicht allgemein sagen, aber 20-40%, das ist so ungefähr die Spanne. Es ist wichtig, das zu wissen, wenn man plant, wie viel Geld man im Monat zur Verfügung hat. So, jetzt haben wir über das Gehalt und über die Abgaben gesprochen, welche Faktoren entscheidend waren dafür, wie viel man verdient. Jetzt schauen wir uns mal die Lebenshaltungskosten an. Wie viel man verdient, ist nämlich nur eine Seite der Medaille. Es ist natürlich auch wichtig zu überlegen,
wie hoch die Lebenshaltungskosten sind. In Deutschland sind die Kosten für Miete, für Essen, Transport und Freizeit je nach Region sehr unterschiedlich. In großen Städten, wie zum Beispiel Berlin oder in Hamburg, sind die Mieten oft sehr hoch. Gerade in Berlin jetzt. Ich war vor kurzem in Berlin und ich habe mal nach Mieten geschaut für die Wohnungen und es ist wirklich offensichtlich, dass die Mieten wieder gestiegen sind. Also im Vergleich zu einer kleinen Stadt sind die Mieten in einer großen Stadt natürlich höher und in ländlichen Gebieten, da zahlt man natürlich viel weniger für eine Wohnung. Auch die Preise für die Lebensmittel und für Dienstleistungen können variieren. Deshalb sollte man natürlich nicht nur darauf schauen, wie viel man verdient, sondern auch, wie hoch die Ausgaben sind, dass man am Ende wirklich weiß, wie viel man am Ende des Monats übrig hat. Was für viele Deutsche auch in diesem Bereich deshalb das A und O ist eine gute Planung. Eine gute Planung hilft nämlich, um finanziell nicht nur gut über die Runden zu kommen, sondern auch nachts ruhig schlafen zu können, weil man weiß, dass es finanziell für einen persönlich reicht und dass man sich keine Sorgen machen muss. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick darüber bekommen, wie viel die Menschen in Deutschland verdienen. Wie gesagt, es hängt von vielen Faktoren ab, aber ich glaube, du hast eine ungefähre Idee bekommen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie das in deinem Land ist. Welche Faktoren sind entscheidend und wie viel verdienen die Menschen ungefähr im Durchschnitt? Das würde mich sehr interessieren. Ich danke dir, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, schäm dich. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal jetzt abonnieren könntest. Es ist völlig kostenlos für dich und ich würde mich sehr darüber freuen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bis bald.